Er zog von seinem Finger ein goldenes Ringelein. Ja, nimm hin, du hübsche Verheine, ja, nimm hin, du hübsche Verheine, das soll dein Denkmal sein. Was soll ich mit dem Ringe, den ich nicht tragen kann? Ich bin ein armes Mädchen, ich bin ein armes Mädchen, es stund mir ja nicht an. Und weil ich ja nicht reich bin, wie es den Herren frommt, will ich die Zeit erwarten, will ich die Zeit erwarten, bis meinesgleichen kommt. Wenn deinesgleichen nun nicht kommt, was willst du fangen an? Dann geh ich in ein Kloster, ja, dann geh ich in ein Kloster, will werden eine Nonne. Es stund wohl an ein Vierteljahr, dem Grafen es träumt ihm schwer, dass sein Herz allerliebster Schatz, ja, dass sein Herz allerliebster Schatz ins Kloster gegangen wär. Steh auf, mein Knecht, und trommel dich, sattel dir und mir ein Pferd, denn wir wollen reiten Tag und Nacht, wir wollen reiten Tag und Nacht, der Weg ist des Reitens wert. Und als der Graf geritten kam, wohl vor des Klosters Tür, fragt er nach seiner Liebsten, fragt er nach seiner Liebsten, ob sie darinnen wär. Sie kam herausgeschritten in einem schneeweißen Kleid, und ihr Haar war abgeschnitten, ihr Haar war abgeschnitten, zur Nonne war sie bereit. Und sie kam mit einem Becher, dem sie dem Ritter bot, und er trank, und nach ein paar Stunden, und er trank, und nach ein paar Stunden, danach ward er schon tot.